Im 11. und letzten Kapitel der Ausstellung geht es darum, wo wir der Pest heute vielleicht noch in unserem Alltag begegnen, was vielleicht sich auch im kollektiven Gedächtnis niedergeschlagen hat, obwohl die Pest eben seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten schon nicht mehr bei uns existiert. Da gibt es verschiedene Aspekte, die wir ansprechen wollen. Zum einen die Sprache, also man hat natürlich viele Sprichwörter, jemand stinkt wie die Pest, jemand ist die Pest. Und da gibt es also einige Beispiele, wie die Gottespest sicherlich dann auch eben ein Zeichen für etwas Negatives. Kinder sind die Pest, was sicherlich dann eben auch nichts mit der Pest direkt zu tun hat. Oder auch sicherlich das übelste Werk hier, Alfred Rosenberg, Pest in Russland, wo halt die Pest vielleicht dann als Synonym für das schlechte, unterentwickelte Böse steht, mit dem er eben die sowjetrussische Bevölkerung konnotiert. Hinzu kommt aber auch, was wir heute noch wieder erleben können, sind Rituale, auch in religiöser Form, die eben aus der Pestzeit stammen. Wir hatten schon die Prozession in Münster zum Beispiel angesprochen, die es bis heute gibt. Sowas gibt es auch noch in anderen Bereichen, zum Beispiel auch hier in Castrop-Rauxel oder in der Umgebung von Herne auch vielfach, dass es eben solche Prozessionen gibt. Hier die Burgenprozession, wo es dann auch ein Verzeichnis gibt aus dem 17. Jahrhundert, stammt das Gelübde quasi, diese Prozession durchzuführen, und da werden alle Spenden, guten Werke und Ähnliches seitdem in diesem Buch aufgezeichnet, was wir hier eben auch dann zeigen können. Also wirklich eine Tradition seit mehreren Jahrhunderten auch hier in unserer Umgebung. Weiter taucht die Pest natürlich auch in anderer Form letztendlich auf. Wir haben zum Beispiel wieder ein Gelübde, die berühmten Passionsspiele von Oberammergau. Seit dem 17. Jahrhundert, 1634, werden alle 10 Jahre die Spiele zum Leben und Leiden Christi aufgeführt, eben als Dank dafür, dass die Pest von Oberammergau genommen wurde damals. Weitere Begegnungspunkte gibt es zum Beispiel auch in der Musik. Es gibt berühmte Lieder wie Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord, was allerdings erst aus dem 20. Jahrhundert stammt. O du lieber Augustin, heute eher so als Kinderlied bekannt, hat auch seinen Ursprung eigentlich in der Pest des 17. Jahrhunderts in Wien, aber auch natürlich ganz moderne Interpreten wie die Band Ghost oder andere, die eben dann dieses Thema auch interpretieren. Die Musik haben wir gerade schon erwähnt, das Ganze gilt natürlich auch für den Film. Da gibt es schon seit der frühesten Filmzeit einige Beispiele für, wie zum Beispiel Nosferatu oder die Pest von Florenz, noch aus dem Stummfilmzeitalter. Dann aber auch natürlich weitere Klassiker, wie zum Beispiel Das 7. Siegel von Ingmar Bergman oder auch eine Verfilmung hier von Edgar Allan Poe zum Beispiel mit dem komischen Titel Das Schloss der blutigen Bestie, was aber eigentlich die Maske des Roten Todes letztendlich wiedergibt. Bis hin zu modernen Filmen, wie jetzt auch der Serie aus Spanien, die erst vor 2 Jahren letztendlich erschienen ist. Also da haben wir einiges, was sich eben auf die Pest bezieht oder die Pest zumindest als mehr oder weniger schaurigen Hintergrund hat. Weiter zur Literatur. Einige sicherlich berühmte Werke von hochrangigen Schriftstellern, sei es jetzt wie gesagt schon Edgar Allan Poe, zum Beispiel mit König Pest, oder auch der Nobelpreisträger Albert Camus mit seinem Buch La Peste, wobei die Pest da eben auch eine vielschichtige Anspielung auf andere Begebenheiten des 20. Jahrhunderts ist und eben nicht nur ein reiner Bericht über die Pest sein soll. Und im Laufe der Entwicklung, wo es halt in den letzten Jahren einen Hype letztendlich von dem historischen Roman gegeben hat, haben wir extrem viele Werke, sei es regionaler Spielart oder auch überregional, die eben die Pest wiederum als Hintergrund oder als schauriges Bild benutzen. Da gibt es also sicherlich für jede Menge Lesestoff, die man sich da zufügen kann. Im Spiel kommt die Pest auch vor, allerdings ist es noch eine recht junge Entwicklung. Eher so seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gibt es immer mehr Brettspiele, nachher dann auch Computerspiele, die sich mit den Seuchen und der Pest beschäftigen. Sei es jetzt, dass der Spieler in die Rolle der Seuche schlüpft, wie zum Beispiel Plague Inc. und das Ziel hat, die Menschheit quasi auszurotten, oder eben, dass er sich in die Rolle des Seuchenbekämpfers begibt und versucht eben diese Pest zu stoppen. Eines der ganz frühen Beispiele ist zum Beispiel das Spiel Plague aus Großbritannien mit viel schwarzem Humor auch, wo es darum geht, eben dann seine Leichen rechtzeitig zum Friedhof zu bringen, bevor dieser überfüllt ist und schließt. Es gibt die Pest im Pott, ein Spiel, was vom Spielezentrum Herne für unsere Ausstellung entwickelt wurde, aber natürlich dann auch ganz andere
internationale, renommierte Spiele, Pandemic zum Beispiel oder Rattus, die halt eben dieses zum Thema haben und auf dieses zurückgreifen, auch immer wieder dort vorkommt als Spielfigur der Pestdoktor zum Beispiel, der eben dann eben für diese Seuche steht, auch wenn wir vorhin gehört haben, dass er eigentlich weniger eine historische Figur ist. Ganz zum Schluss noch einige Schlaglichter auf andere Entwicklungen. Wir haben natürlich die Pest, die uns in verschiedensten Regionen, in verschiedensten Genres begegnet. Wir haben hier einmal die Maske aus dem Karneval in Venedig, wo sie auch gerne benutzt wird, eben von dem Pestdoktor, der auch in der Commedia dell'arte in dieser Form dargestellt wird, eben mit diesem Schnabel. Es gibt die Pest mittlerweile auch als plüschige Bakterien, die man sich ins Regal stellen kann. Da gibt es auch andere Krankheiten noch von. Es gibt den vorhin schon angesprochenen venezianischen Teriak, auch heutzutage als homöopathisches Spray erhältlich. In dem Dorf Iem, was in der Abteilung 8 erwähnt wurde, gibt es eine Brauerei, die natürlich auch die Bekanntheit nutzt und dann Iem Plague und Black Death und andere Biere herstellt. Es gibt den Wodka Black Death, zu dem es die schöne Geschichte gibt, dass er bei der Markteinführung in den Vereinigten Staaten die Firma verklagt wurde, weil eben das Etikett nicht also etwas verspricht, was der Inhalt nicht halten kann. Es war eben nicht der schwarze Tod, sondern nur Wodka letztendlich drin. Man fragt sich vielleicht, was die Schlumpffigur hier zu suchen hat, aber das ist jetzt wieder eine sprachliche Parallelität, und zwar liegt es daran, dass diese Figur aus dem Film Die Schlümpfe 2 im Deutschen Zicki heißt, im Englischen und anderen Sprachen wird das als Vexi bezeichnet und im Italienischen allerdings Pestifera, also als eigentlich freches Mädchen heißt das heute, so ähnlich wie Zicke eben, aber der Wortstamm, also Pestifera, die Pestträgerin, die Pestbringerin, war früher natürlich deutlich schlechter konnotiert, wo eben diese Figur tatsächlich noch als Todbringerin letztendlich bezeichnet worden wäre. Ja, das sind so einige Aspekte, wie wir heute noch mit der Pest in Berührung kommen. Es ist hier nicht nur eine kleine Auswahl, da gibt es noch jede Menge dazu, sei es an anderen Werken wie von Karl May oder weitere auch Sachdinge oder Dinge aus der Wirtschaft. Das war jetzt, wie gesagt, nur eine kleine Auswahl und damit sind wir aber auch am Ende unserer Kurzführung durch die Ausstellung. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar Aspekte schon mal näher bringen können und wir als Team hoffen natürlich, dass wir auch noch mehr Details und auch Dinge, die wir jetzt weggelassen haben, später eben auch noch in Videos zu Ihnen bringen können. Vielen Dank.